Dankzij groep van hier, dat is waar ik al op te warm, tussen te meer met schijne Leute, wo schijn wird es sein, aber das können wir im Sehen bleiben, nicht? Aber weil noch was anderes von mir gehabt. So, ich heute auch jedermann herzlich willkommen, der da richtig gekommen sind. Seit mir mal war Schmack war, dass die Gebet sich ziemlich gut anfällt, und der Hai wieder Stelle hier, nicht? Um die besatten kommen, nicht? Bis die hier lade ich haben. Und ich möchte auch Jas willkommen heute, wenn hier Jas sind. Ich soll so eine Knalls Jespreis hier. Sei willkommen hier. Ich kann jeden noch von uns ein kleiner Jung wir. Okay, jetzt nicht jene Früh. Ich glaube alles, dass jene Früh wir. Aber anyway, willkommen hier. Freut mich, dass ihr hier so seid. Ja, so als ich gesagt ich kann jeden noch als ein kleiner Jung wir. Lehre ich jeden Chance. Freut mich, weil ihr da nach Luther mal herankommt, checken, wo wir alle bleiben, nicht? Yes. Und auch so ein Lied, was dann zum Livestream einmal checken da und so sei ja gut, dass ihr da so seid. Und
dann auch sagen, mir ehrlich Lied, was krank nicht hier kann niemand an sein, wegen Krankheiten haben und so dort. Aber deine Emma war da an, die sind Tüß und die sind dann krank in diesem Moment dann auch mit uns. Freut mich. Hier haben wir alle waren Bulletin gekriegt. So, ich mache hastig mal bekannt mit Matthäus habe übergehen. Die erste sagt, dass die Vernehrung Tag 7 zu ist, als die Predigerbestätigung von Oberam Village und Jeffrey Schmerten in Berwold. Sie sind Berwoldische Glieder durch und haben eine Prediger wohl gehört und so sie laden uns alle ein, ihre Bestätigung durch. Dann Montag, Tag 7, das ist eine Mediensitzung, sonst habe ich hier noch nicht alle gehört. Waar vielleicht alle hören, was dort ist, aber ganz Livestream, alle Bekanntmerkungen und das, was wir hier mal sagen, die Leute an der Wand und Dachen und alles, das hat mit Medien zu tun. So, das probiere ich top zu stellen aus dem Team und ich glaube, hier waren auch viele von euch eine Einladung gekriegt haben, zu morgen Tag 7. So, mag ich dort, wir wollen uns hier treffen und sagen, was wir können. Alle top, besser davon mehr. Du hast dann Medwerk. Schulsitzung. Mag ich dort, der wird mit der Schule verbunden sein. Und Medwerk, wenn ich nicht erreicht sein, ist Katechismus und erreicht. Stimmt auch knallt, nicht? Mooi weer. Mag ich dort all das, was je eingemalt haben, und ich denke, dus noch einmal war die Idee auf, wer einmal da kommen will, kommt, dass du eine sehr goldene Gelegenheit hast. Dann Freitag geht die Jugend an, mag ich dort, und das ist nicht bloß mehr Volleyball. Wir können Freitag mit YouTube hier so sein, ich mir sehr schön. Und ich war an, die haben mehr aus als Volleyball. So, niemand will sagen, die da noch singen üben. Ich merke für ein Programm rein, wo ich mich sehr zufrieden bin. Ich bin Jugendlehrer taub und die wollen noch Chihuahua fahren. So, ich freue mich wirklich taub und laut weil ich mehr und mehr Freunde. So, aber das ist ein großes Merkungsmäßig. Dann auch zu Freitag, Klok 9 Marius, als der allgemeine Bibelschulsitzung bei der Bibelschule. So, dort handelt es sich nicht bloß von hier die Kirche, da kommen von verschiedenen Kirchen, die Vertreter haben in der Bibelschule. Die kommen da und bekennen sich das Ganze dort an und sagen, was sie wieder arbeiten können. So, mag ich doch so eine Sachen aus dort. Dann wir nochmal saß, nächsten Sonntag haben wir dann geplant, eine Diakon wohl zu haben. So, dat wordt dan nummerdag passieren ab Abendmahl, so dass wir hier auch Furzpack Nummer 7 können sein. So, wir planen 3 Rapporte wählen. Wir sollen auch das Haft gewaschen und wir können mehr und mehr tun. Und so, wenn das Gott sein Willen ist, weil wir das dann durchführen, den Weg so. Weil wir da wieder verbeten und dass Gott uns kann wiesen, wann der Paar kann sein. So als ich auch gesagt habe, nochmal 7 Uhr, der Klok 2 dann Abendmahl geplant ist. So jeder einer ist herzlich eingeladen. Wir haben auch dem Weg, dass alle Monde aus hier Glieder oder nicht. Prüfen bloß Salz. Und dann sei ich eingeladen, auch zu kommen. Durch Nummer 8, den Weihnachtsbankett, den 8. Dezember, mag ich das nicht all, 14 Uhr Gottesdienst, weil wir Thema hier im Gymnasium sein, wo wir dann einfach Weihnachtsbankett haben, wo wir dann anfangen mit unserer ganzen Weihnachtsgeschichte. So, da fange ich wirklich den nächsten Sonntag an, aber was ich dann bald sagen, wo ich anfangen zu feiern. Sind da andere Dinge, was wir so bekannt hier, was wir hier gerade nicht haben. Wenn nicht sein, da werden wir kurz übergehen nach den Gebetspunkten. Wir haben gleich durch ein Schaufchen, das kann ich so sein. Und was du nicht brauchen ist, uns Bruder Enrique Werk hat eine Operation gehabt. So, auf einmal hast ich war eine an, manches Hospital gewesen, habe sich Leute operiert. So, darum hat wir lange für Gebet haben und ready geworden sind dafür, was einer der Nachricht dann an. So, weil wir wieder für Heilung durchbeten und wieder für so ein Isaac Thiessen hier im Darb, als hier nicht am Valentin, wo viele von uns haben, so, weil wir durch einiges sind. Sind da andere Dinge. Denk je aan alles wat we kunnen verbeteren. Wanneer ik zijn, word ik je vrouw nog op te staan, dan wil we zo'n ding als dit voor God brengen.
Gods himmlischer Vater, wir kommen vor die Ware, wir danken die Ware für deine Leben, für deine Genade, die du auch Ware von dir zu uns hast. Wir haben die Gesundheit, wir haben den Mut und die Kraft gehabt, Ware diesen zwei Schritte kommen, wir wollen die loben und preisen von dir. Wir haben die auch könnt anbeten durch Gesang und du hast unsere Worte all euch schiert. Und wir wollen auch dein Wort hören, dort ans Plan. Du hast Benny ein Wort Hot geleicht. Und ich freue mich, unsere Worte was schon merken dafür. Das Wort, was ich habe, ein Baum fallen, was ich wirklich Frucht bringen würde. Herr, und das gewöhnlich habe ich auch immer was Punkte, was wir am Valentin haben und was wir uns dann während der Weg mitnehmen, was wir dann abchecken, dass wir dann denken. Und besonders dank wie die für seine Regierung, das was wir können haben, dass uns diese Freiheit noch geben hat, dass es war frei, zu kommen und mehr von detaillieren. Und er weiß, dass ja für viele stehen, wo Menschen auf Plicht stehen, wo sie die Freiheit nicht haben. Und wie kann das aber so gut tun? Du Dank für die Freiheit. Sehen etwas besonders schwierig. Herr, wie sollen das, sie haben sehr viele Entscheidungen zu treffen. Und die können ihnen die Weisheit geben. Wie weit noch die Weisheit kommt von dir? Und wie wollen sie hier, dass sie weise Entscheidungen wollen treffen, dass die das Land sehen können. Du Frau, die bis auch für Bolivia, dass auch so eine Städte Stadt kann, war Fried passieren, dass du unfriedlich und macht du keinen den Frieden ankommen. Die Weihnachtszeit besonders als hier, dass du Fried bringt, macht wir können an seiner Zeit besonders sagen und denken. Herr, wir denken auch an verschiedene kranke Personen, die du sehen, die durch Operationen sind, durchgegangen. Besonders Dank wie die für so ein paar Wahl, wo du hast eine Operation gehabt und da ist Geld ausgefallen. Und sie kann mutig sein, Herr, musst du wieder Heilung schenken, dass sie Körper ganz durchgestellt werden. Auch so eine Schwiegermama von Knallschmerz. Sie haben es auch dabei, was bei der Operation zu merken. Sie sind auch sehr mutig, Herr. Wir freuen die du an, dass du die Doktor schon Weisheit geben. Herr, wir vertrauen auf dem, was dann passiert. Und Herr, wir denken auch an unseren Bruder Enrique, der du aufgehofft hast, eine Operation gehabt hat. Heilung an, heil sein Körper nicht, dass er was utteilen und dass er was stark wird. Frische Beine und kann du so sein, dann war er für die da. Noch so ein Bruder, der sagt, hier im Dorf, der du leiden hat und eine schwere Krankheit hat. Noch so ein Peter, was nicht sein kann, was du dann besiegt hast und weiß nicht, wo das Leben soll wiedergehen. Wir weit nicht dein Trost und deine Allmacht ist ewig alles. Und du können dir bloß verdanken. Dass du wirst dich bei uns sein und deine Leben und deine Nähe wirklich erfahren. Herr, und ich hoffe, dass Traurigkeiten gegeben, wo der Tod nicht gekommen ist. Vielleicht sogar nicht mal geplant, aber Herr, du weißt, auch auf so einer Stelle steht, dass du mit der Familie, die hängen heranbleiben, dann, dass er sehr den Trost benötigt worden sein. Ich freue mich für seine Johann Martins Familie von Kampuchea, dass du die Früh, die Kinder, dass die Schwester was sehr dich bei sein kriegen in diesem Moment und auf diese Zeit, wo sie durchgehen dann. Sie war sich hunderte und tausende Frauen, aber du kannst die Leute in deine Nähe erfahren. Herr, und du sagst auch, dass wir die Lothar Zeit haben, nur die kaum ein paar gekickt. Und wir kommen nur an der Zeit. Und Herr, ich freue mich besonders, dass du das wieder sehen musst. Die Person reut mir an. Und die ganze Wohl, wenn die was durchgeführt worden, dass die was kann, die wohlgefällig passieren, Herr.
En dat we kan plus wieder als Gemeinde die dein en die recht bij ihr haben te bieden, Herr. Ik bid ook wieder voor Benny, want hij ons die woord predigen wordt. Dat u zijn leven wordt salven. En dat hij bloos dat wat kan reden van dem wat ons krijgt van de veel dat. En dat we kan met een koren om hart waar naar huis voeren en met schaffen. Ik dank die en bid om die zegen wieder. Met dankzang. Amen. Hier du auf den Platz nehmen. Zunächst freut mich auch immer, dass wir Personen haben, die gewählt sind, uns mit einem Special Gesang zu dienen. Und das ist mal schriftet hier Rodney Leuben. Ich stelle mich so vor, dass es deine Zeit. By faith we can see it afar, for the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. Sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed, and our spirit shall sorrow no more. Not a sign for the blessing of rest in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. Bountiful Father above, we will offer our tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessing that hallow our day in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by,
that beautiful shore. Vielen Dank schön. Gott will nicht euch und extra Rufen noch beziehen, nicht? Da wären wir vielleicht schlecht bestellt. Gut, zunächst waren die kleinen Kinder oder sind auch schon gegangen. Von 2 bis 4 Jahren dorthin, die Lehrer schlieren in der Jugend. Macht Gott uns segnen durch. Und zunächst die Botschaft von Benny, Vorbereitung auf das Kommen des Herrn. So, das Leute like Postel kriegt dabei. So, Gottes Segen, Benny. Ik grüße je in de naam van onze Herrn Jesus Christus. En mocht zijn sehensrijke Gemeinschaft en dessen wiederens Marius met iedereen een zijn en onze harten ontschieren. En ik geloof, we zijn al handen groten zien, al je ervoor en ik persoonlijk had ergens zijn. Ik dacht, je rood even nou, dat wird je schijn zijn bloos einfach horchen en worden zingen en God loven en prijzen, die war niet. Aber wir haben das so, dass wir auch von seinem Wort uns wiederholen doen. Und so ich will Ihnen von dir ein Wort bringen, was mir immer war wichtig ist, und besonders diese Werk war sehr wichtig geworden ist. Und, nämlich das Thema Vorbereitung auf das Kommen des Herrn. Und als ich mit dem Thema schaffen deed en al dat Thema gesagt habe, dann habe ich in meine Botschaft 2 Themen gestellt. Ich habe erst Vorbereitung auf das Kommen des Herrn und dann habe ich gestellt Vorbereitungen auf das Kommen des Herrn. Und dann mit der Hilfe von meiner Frau in den Tags, dann wollte ich an das Leben ist eigentlich anders als Vorbereitungen. Nämlich, wenn dort Vorbereitungen sind, dann ist das, wenn wir noch nicht reut sind. Und uns Text, den ich ein klein bisschen abgehen, der ist eigentlich so, oder der ist so, dass du bist reut oder du bist nicht reut. Und so, darauf will ich ein klein bisschen abgehen. Und ich habe das einfach im Bulletin einstellen. En dat is de vers uit Matthäus kapitel 25 vers 1. En nämlich weil ich auch uit van der 13 gaan. Aber da fangen wir die erste vers en de sagt, Jesus deze wieder, en Jesus hat mooie Beispiels genomen. En hij sagt, es steht, dat Himmelreich ist mit 10 Mjales te vergleichen. De ihre Lampen neumen, gingen ruut, dem Brigom entgegen te gonen. 5 van die wären klug, 5 wären nicht klug. 5 klug und 5 wären nicht klug. Wenn Jesus das hier vertalen deut, dann seht er, so steht, wie gesagt, dass dann in den ganzen Tagen dann gehen, dann fängen wir dort, dass er sagt, dass du gehen Tieren. Das sagt nicht, du gehen 5 kluge, en de andere 5 gingen hingen ron. Moet bloos te zijn, bij het nooit te snappen zijn, wat worden deze doen, wat het waard is zijn, wat het niet zijn. Maar die zegt dat du ging 10, die gingen om den Brigom entgegen te gaan. Dat vind ik zeer interessant, denk ik, dat de eerste dieren dat deze ging alle. En die hadden alle dat zelfs gezien. En ik denk een beetje nu, hoeveel mensen wie hier vandaag en op deze wereld zijn, die het zelfs gezien hebben. We gaan alle onze Herrn entgegen, we weten alle dat de Herr woord komt. De onderscheid merkt dat zijn ik reut, of zie ik niet reut. Zie ik klug, oder zie ik nicht klug.
Und ich dachte ein bisschen nur besonders in dieser Zeit, wo wir sind. Und wir kommen an der Weihnachtszeit noch. Und wir sind noch ein Jahr auf. Aber wir sind in der Zeit, wo wir anfangen an zu denken, was wollen wir alles zu Weihnachten tun. Und wo müssen wir noch entscheiden. Entscheiden für die Kinder, entscheiden für Topkom. Und wir haben dort Säuerdrag. Und wir merken uns dort Säuerdrag. Und für jeden wie ab Platz, in was für einer Zeit wir sind. Und was wird passieren, wenn Jesus 2019 am 25. Dezember war? Ging in die Met oder bleibe ich hier? So, darauf dachte ich, wird es ganz wichtig, dass wir uns ein klein bisschen darauf nachlassen und dass wir gucken, was hat Jesus gebracht? Er brachte uns Frieden. Er kam aus dem Rada und er kämpft das nächste aus und rechter. Und wie immer waren, dass wir uns das, ich sage, durch Werk, wenn ich das studieren, dann dachte ich, wofür haben wir diese Botschaft? Wofür sollen uns das gesagt? Dann dachte ich, und die Leute, singe mir es noch einmal vor. Was ist am Kommen? Was konnte kommen? Und Jesus hat darauf angewiesen. Und wir wollen uns einige Punkte ein bisschen von der Bibel stoppen kicken. Den ersten Punkt, wenn ich denke an, wenn Jesus sagt, dass er kommen war. Das soll uns ein Anreiz sein, das soll uns motivieren, ein heiliges Leben zu führen. Wenn wir die Bibel studieren und wir gehen dort nehmen, dann finden wir dort der Tag, wo sehr gut sein für die, der herausfängt. Aber was für die nicht reut sind. Diese 5 Jahres, die du gingen und kauften frisch Öl, weil die Brigum kommen mit ihrer Öl ohne der, und dann wird der geschlagen. Und der wollen nennen, und der Herr sagt, ich kann dich nicht. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Und der wird geschlagen, und das wird zu lot. So, das soll uns uns motivieren, ein reines Heilungsleben zu führen. Wo tun wir die Dinge? Wo wir können ein reines Heilungsleben führen? Eins ist, achten darauf, dass wir kein sorgloses Leben führen. Das wird alle Worte, ich sehe nu bekehrt, ich kann je nu leben, zoals ik leven wil, ich habe correct het zelfs gezien, aber wir können das verspielen. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen haben diese letzte Woche die Morgenandacht gelesen von einmal gerettet, wo steht dort, einmal gerettet, immer gerettet. Auf irgendwer gelesen. So, lest den einmal, ich merke mit. Wunderbar. Ich dachte bei mir, das immer war eine Frau wie, wenn ich einmal geraten sehe ich dann nicht immer geraten. Kann ich dann nicht tun, was ich damit tun will. Und ich glaube, dort kommt das Krieg mit dit nennen, ist meine Lampe voll Öl. Wo ich bestehe. In Lukas 21, Vers 34 bis 36 sagt es dit. Seid vorsichtig, dort die nicht durch Frieden, süpen, sorgen über das Leben, dort hart belohnen. Ist das vielleicht ein Ding, was an der Weihnachtszeit so leicht wird? Na, wir würden sagen, wir würden nicht frieden, wir süpen vielleicht nicht, all diese Dinge nicht. Aber wo stressvoll ist unsere Weihnachten, Dezember, Jahr für Jahr? Ich habe all die letzte Zeit, besonders über das neue Tag, wo ich letztendlich mal mein Dezember sehensreich durchführen. Wenn die Weihnachten ist vorbei ist, dort zum Jaschen und Utpüssen, endlich ist diese stressvolle Zeit durch. Wenn wir so um Stress gehen und so beladen sind,
ans Hort so belohnt haben, mit so viel Drockigkeiten, nach dit Bankett hier. Und ich sage euch gegen die Dinge. Aber was für ein Ziel haben wir in uns Leben? Belohnt wir uns Hort, dass der Tag wird, so es hier wieder sein, dass der Tag offerhafts über ein Champ, weil die wird so aus ne Schling über umkommen, die auf der Erde wohnen. Keiner von uns wird dem Herrn sein wahrer Kommen aus dem Stich kommen. Keiner von uns. Wir wollen alle den Tag erfahren. Als du ein Kind Gottes bist, oder als du nicht ein Kind Gottes bist. Du wirst das erfahren. Wahre Jünger sollen zu aller Zeit wirken. Und hier sagt es wieder, aber sieht wacker im Bett, dass die all dort aus dem Weg kommen möchten, was da passieren soll, und vor dem Menschen sehen, stunden können. Wenn wir das Vers nicht recht verstehen, dann hört sich dort so, wie waren dort ganz so aus dem Stich kommen. Was das hier meint, ist, wer nicht wirkt im Bett, wird das erfahren. In Epheser Kapitel 5, Vers 6. Niemand verführe euch mit leeren Worten, denn um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Unglaubens. Die nicht geglaubt worden haben, die sich nicht an Reue gemerkt, da wird der Zorn Gottes überkommen. Und um den Zorn Gottes, dort wie den aus dem Stich kommen können, braucht dort wie unsere Lampen voll Öl haben. Jünger Jesus sollen sich mit dort identifizieren, dort wird vor dem Sohn Gottes Wort bestehen. Wieder durch in Hoffnung zu leben. In Hoffnung zu leben, dort reinigt uns. Habe ich mal von dort gehört. Mir wird gewisse Dinge, die ich durch diese Weg durchstudieren, durchgehen, werden Dinge für mich einfach in nie Gedanken. Verken gelesen, aber nie nicht so viel darauf neu gedacht. Dat wordt meint. In 1. Johannes 3, Vers 3 sagt es, en jeder, der seine Hoffnung auf Christus hat, wird sich reinigen, so als hij auch rein ist. Wenn wir unsere Hoffnung auf diese Welt haben, wo wird es worden? Und wir haben bloß unsere Hoffnung auf zu konzentrieren auf diese Welt, wo ist es hier, und wir haben auf viele von unseren Güter, wir haben nur unsere Hoffnung abgesagt, da wo wir uns säuerlich verschulden. Weil es eure Lothar, dann wo wir auf einmal an, wir wollen einwendiger wird. Wenn das bleibt nicht immer bloß mit einwendiger mehr wird, aber wir wollen einmal einwendiger wird in unsere Güter. Und was kann dann passieren? Wenn unsere Hoffnung darauf ist, dann können wir uns versöhnen. Und dort ist der Striden, der Satan und so eine Dinge. Und wenn unsere Hoffnung überhaupt den Herrn ist, dann bodern unsere Güter nicht so viel, dass wir dann uns Loten vom Glauben aufbringen. Aber dann reinigen wir uns. Das nächste ist, immer vorbereitet sein. In Lukas 12, Vers 35 sagt es, so als Manna, der du nur lüren, dort Herr von der Kaas kommen soll, dort wann er kommt in Anklapp, sei am Fuß, der kann aufmerken. Wenn wir uns Leben so betrachten, in das Leben, wo wir leben, wenn wir Betrag sind, der Herr Jesus, der kommt, der puttert, und der sagt, ich sehe hier. Komt von der die hoor. Da war ich. Was wird wir sein? Wacht ein bisschen. Ich kann bloß nach meinem Haus abterren. Ich kann nach Nuba gehen, wenn ein Dänisch Haus, dann kommt es 3, dann sage war ich. Es meine Lampe voll Öl. Wird der Herr frisch kommt, die aufmerken?
wat die frisch komt omputteren. Ook een onderweg. Vielleicht bist du die noch nie nicht den Himmel sicher gewesen. Und du fühlst dich vielleicht verloren. Du hast vielleicht ein schlechtes Leben. Und der Herr Jesus, der kämpft deine dir. Und von dir auch vielleicht. Der klopft die von dir auch vielleicht an dein Hort und sagt, hey, komm rauf vom Baum, so Zachäus. Ich will von dir bei ihnen. Was wird passieren? Ich denke immer an Zachäus. Ich denke so ein verlorener Mensch, so ein unabbrecher Mensch, als der auch wir. Jesus sagt, komm schwind rauf. Und er gibt Acht ab dort. Und der Herr Jesus reinigt an. Der Lamp wird gefällt. Das nächste Ding ist, ein Lauf zu waschen. Wenn wir denken, dass der Herr wahrer kommt, was wichtig in uns Leben ist, um willkommen zu halten, dass wir ein Lauf waschen. 1. Thessalonicher 3, Vers 12 sagt, mocht der Herr uns helfen, dass die einander alle Menschen in immer mehr regen würden, so als wir uns auch gut sind. Ich denke an ein Weihnachtsgeschenk. Diese Weihnachten, wir würden Reibmerken für Weihnachten. Wie viel wert wird eine Weihnachten sein, wenn wir heute live geöffnet? Und wie viel Lied merken von der zu Weihnachten reut, und die besorgen, und die kaufen, und das ein Dollgeld, und da wird ein Dollgeld, für ein Dollgeld Weihnachten gekauft. Und letztendlich, Weihnachten, kommt ein Kind nicht in Haus, oder das andere Kind nicht in Haus. Oder der Nober, was ich habe, den gleicht nicht. Und wir haben aber alle das selbst gesehen. Wo wir Weihnachten feiern mit Jesus, wenn Jesus wird uns kommen holen, und wir unseren Bruder nicht gleichen. Ein Lauf zu nehmen. Ich habe diese Weg für mich eine Entscheidung gemerkt, dass ich will diesen Dezember, was vor mir liegt, wenn so der Herr will, dann will ich wiederkommen und laufen. Ich will mehr lernen zu laufen und besonders auch den Weg für die verlorene Welt, die nicht Weihnachten jemals haben könnt, dem wahren Weihnachten feiern. Und wenn wir das live haben, dann merken wir uns eine sehr große Arbeit für den Jahren, dass die auch seine Weihnachten feiern. Ein nichteres und ein gerechtes und ein göttliches Leben zu führen, indem wir lernen, ob den Herrn sein Wiederkommen. Titus 2, Vers 11, der 14 sagt, Wils Gott seine säulich merkende Gnade ist für alle Menschen vor dem Dach gekommen. Und hier wir waren ein nie denkt, was ich diese Werk lehren dort. Eva Gnade, was Gnade ist. So erfahren und denkt wie an Eva Gnade, ja Gott ist mit mir gnädig, er vergibt mich, er hat mich vergeben, dort wo ich nicht verdient habe. Die Gnade habe ich gekriegt. En dat nieuwe woord wat ik nie weer wat ik van durch deze werk geleerd heb, is, zegt het steeds weer. Die leert ons, deze genade, die leert ons ook de gottloze, de weltliche Leidenschaften auf te zijn. Ons te beherrschen en oprechtig en gottesfürchtig in deze Welt te leven. De genade, das passiert durch, wo ich sage, ich sie schuldig. Ich der Buße über den Sinn, den ich getan habe. Dort ist Gnade, dann kommt Gnade über mich und vergibt mir die Gnade. Und die Gnade sagt zu mir, nu gehen du dort nicht mehr. Ich habe die vergeben, die bist rein geworden. Und nu, die Gnade lehrt mich dort, was du weltlich ist, dort, wo du nicht für ein Kind Gottes ist, dort lehrt mich, dort sei du nicht auf und nicht für dort rennen und dort nicht das Leben in dieser Welt.
Paulus sagt, so steht in Apostelgeschichte 24, Vers 16, en wils dit, als zo is, streef ik immer daarna, dat ik een reines Gewissen haben kann. Für alle Menschen, für Gott und die Menschen. Das nächste Ding, den nächsten Punkt, in dem wir lernen, dass Jesus weiterkommt, in dem wir vorbereitet sind, ist dein. Dein. Das ist ein Auftrag, den Jesus uns hier gegeben hat, auf dieser Welt. Und ich habe die letzte Zeit besonders über das nur gedacht. Und dort ist Werken durch den Tag, und dann ist es, wenn einer in sein Leben so durchblättert, was durch den Tag ist passiert, dann muss ich zu Werken sein, warum habe ich so eine dumme Entscheidungen gemerkt? Und das will ich auch nicht, und ich freue Gott um Vergebung. Aber, das ist noch ein Ding, wo ich glaube, wo ich viel mehr schuldig gefunden worden, und das ist das. Ich habe nicht getan, was ich von dir hat sollte tun. Jesus ist unter der was, der hat mir gefragt, nur ein paar Schau. Ich habe ihm das nicht gegeben. Jesus ist unter der was, der hat nur wenig gefragt, ich habe ihm das nicht gegeben, weil ich dort hier wenig hängen habe. Jesus ist unter der was, noch hat ihn gefragt. Und ich sehe, er kann nicht Zeit. Jesus ist krank und haben viel zu besiegen und er kam nicht besucht. Jakobus 4, Vers 17 sagt es dit: Wer nun weiß, Gutes zu tun, es nicht tut, dem ist es Sünde. Jesus, der gibt einen Auftrag, Jünger zu machen. Matthäus 28, Vers 18 und 20 sagt es, und Jesus sagte an, mis alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Dann go nu nur die Völker von der Welt, merk am Lehrlinge, döpt dann in den Namen von dem Vater, vom Sehen, vom Heiligen Geist. Unsere Welt ist verloren, unsere Welt ist hoffnungslos. Ich und du, als Kinder Gottes, was haben wir für die Welt zu bieten, was die Welt nicht hat? Die Welt bietet von dir viele Dinge an. Wenn du wirst glücklich sein, dann kaufe nie ein Pickup. Wenn du wirst glücklich sein, dann haben dein Lohn. Wenn du wirst glücklich sein, haben ein großes Geschäft. Haben dein Geld. Viele Menschen von dir, die können sich nicht mehr verstehen. Als Kinder Gottes haben wir einen Auftrag, die Menschen gehen zu lehren, da wo ein abrechtes Leben zu führen. Wo wir können unsere Lampen voll zu merken. Vielleicht sagst du, dort Däupen ist für einen Prediger. Ich will das beloten. Aber wir sind alle beauftragt, hinzugehen, die Botschaft zu sein, und zu laden, sie kommen, Däupen zu laden. Und wo können wir das Christenleben zu führen. Immer in Überfluss, Werk des Herrn zu sein. In 1. Korinther 15, Vers 58 sagt er, du weh, meine liebe Brüder, stut fast, lasst euch nicht anschmieden, nehmt immer teil in jene Arbeit für den Herrn, denkt daran, dass jene Arbeit nicht für Jesus ist. Wenn ich aus dem Vers, der gewählt wird, für was Jahr 3, dann habe ich meine Frau, was meint ein Versetter? Und was das ein Versetter? Und das ist nicht jeder denkt, ich habe bloß nur aus dem Versetter Beispiel nehmen. Und dann sagt der Versetter zu mir, so steht, ich würde nie für jeden, was der Junge zu mir sagt. Und er sagt, so steht, sagt er, die Arbeit von den Dings an würde zu tun, das hat zwei Wege. Eins ist, kijk dort, was ich getan habe, was alles moet gedoen, dan daar staat jeder Monat. Dan daar staat jeder Monat. Dan waren, wat die termin even is, dan hast die pot gedoen. Aber nu kijkt man naar dat andere ding. Zegt dat rechte ding, wat ik geloof wat beter is,
wo ich glaube, dass du fähig zu bist. Und das ist dort, was ich tue, was ich getan habe. Kijk naar dort. Wenn du das brücken kannst, gut. Und wenn nicht, dann ist dort noch besser. Dann ist noch mehr. Dann ist immer mehr. Und dann träum und denk und kijk und sie kreativ. Und weet je, dit is werken en denk, wie können ons oder das denken, was wir tun in der Gemeinde oder am Werk des Herrn, da wir plus plus da, was die mich gefragt haben. Die haben mich gefragt, was Usher sein, dann war ich bloß Usher sein. Aber bloß dort, was ich dann tue, und that's it. Aber ich war nicht irgendwo noch ein bisschen wieder gehen und neue Dinge in mein Leben tun. Immer in Überfluss am Werk des Herrn zu sein, bewahrt uns für Sinn und dass wir reut sein, wenn der Herr wiederkommt. Nächster Punkt. Warten auf den Herrn sein Wiederkommen. Ich glaube, als Former das Jahr haben wir all schön gewacht nur unser Art. Und wir warten, dann regnet es wieder, dann wach wie wieder, dann regnet es wieder, dann wach wie wieder. Wo lang haben wir all gewacht durch den Herrn sein Wiederkommen? Dann sagt er, der wird wiederkommen und checkt nur die Tiden, und dann checken wir und dann passieren noch die Dinge und dann glauben wir, nu kommt er. Dann bringen wir an, dann wach wie wieder nur dem Herrn. Er wach wie euch. Ich wünsche, wie wir alle, die wir hier von der wären, dort wir warten, besorgt warten, so wie auf unser Arm warten. Wir kicken mit alle Besorgnis und wo wird es sein, wird unser Arm nicht verkommen, aber wir kicken alle hängen ran und wir warten ab dort. Wach wir in uns Leben auch. Johannes 14, Vers 4 sagt es steht, Lot jüt nicht das Hort bearrühren. Läuft an Gott, läuft an mich. In meinen Vater sind Häuser viele Wohnungen. Wenn dort nicht so wäre, würde ich jünt dort gesagt haben. Ich gehe also hin, jünt die Stadt reut zu merken, und wenn ich kann, gehe die Stadt für jünt reut zu merken, wo ich zurückkommen und jünt dahin nehmen, dort die auch durch sind. Jesus sagt, ich gehe hin. Und ich gehe die Stadt reut zu merken. Jesus hat nu all, ihr wird für diesen Jahr reut gemerkt. Er hat reut gemerkt, für mich und die steht. Und ich denke, wo scheint dort was sein? Wenn es Gott sieht, dann wird er durch. Und nun merkt er, die steht all so viel Jahre reut. Und ich haben hier vielleicht, wer weiß, 60, 70 Jahre, heißt es vielleicht, was ich und du können für den Herrn um Werk sein. Und dann der steht zu Ohren, wo der Herr Jesus nu al so lange hat Freude gemerkt, soll uns dort nicht heiß motivieren, uns Leben ganz noch besser Hand zu geben und danach mehr um Werk sein. Das nächste Ding ist die Krone. Für mich und für die Kinder Gottes ist eine Krone bestellt. Und die Lichter, in 2. Timotheus 4, Vers 8 sagt es steht, für wiederhan legt für mich eine Gerechtigkeitskrone reut, durch der Herr, der gerechte Rechte mir und janen Tag geben wird. Und dann sagt er, das kriege nicht bloß ich, aber all die sich dort zufrieden, dass der Herr wahre kommt. Für was Jahr 3 besuchte ich einen Onkel, krank. Und dann reden wir von verschiedenen Dingen. Dann sehe ich zu den Onkel so steht. Ich freue mich all für den Tag, wann der Herr wird wiederkommen. Und da wird alles, wird sie sein, da wird weiter weiß sein, da wird so verschiedene Dinge, da wird weiß sein. Und da wird nie ein Leben sein. Der Onkel sagt nichts zu mir. Aber der hat so viel gesagt zu seinen Jungs, über den Bient. Der ist jung, der ist stark, den geht dort schein, und der hat noch viel Farbe in seinem Leben, und der lügt nur den Tag, wann der Herr wird wiederkommen.
da kann ich nicht verstehen. Als jongere oud, en du kan ons vragen op den Herrn zien waar hij komt. En hij wordt komen. En dat wordt schijn zijn, en dan waar we die kroon krijgen, en die krijgen die zich door te gevraagd hebben, wanneer hij komt. En dan komt dat nächste denken. Ik geloof, dat nächste denken op dit te wachten, ik heb meest niet afleren. En ik geloof, dit leert jeder mens nu. Ik geloof, als een kind Gottes, als niet een kind Gottes. Die leert op dit. En ik geloof ook niet, vielleicht niet alle. Er zijn zo'n mensen die geloven, wanneer die stirbst, dan bist du dood, dat is niet koud, en dat wordt verweest, en dat is weg, en dat is voort. We hebben niet den geloven als dat. Aber op dit leer ik. En dat is in Philipper kapitel 3, vers 20 en 21, zegt het zo steht. Ons Reich ober es im Himmel. En we leren al dan dat ons Heiland, der Herr Jesus Christus, van door komen wordt. Hij wordt door zijn kracht, door hij zich alles onderdoen mag, onze nüchtern Körper umändern, zodat de zijn verherrlichen Körper lijken wordt. Ik en du krijgen een nieuwe Körper. En die Körper, die wordt niet meer weiter haben, die wordt nicht mehr versehen. Dat Fleisch wordt nicht immer weg mit in unserem Tritt gebracht, und den Unterdun zu merken, Tag für Tag und Stund für Stund. Der Körper wird verherrlicht sein, so als Jesus seinen Körper. Und der Körper, der wird wel Gott immer dein. Und der wird an jeden Tag Jesus dein, im Himmel, und mit Jesus taub Gott dein, und so ist der Engel. Und den Tag kann ich meist nicht auflösen. Der Körper, der wird nicht mehr erfahren, wo dort Schäden ist, dort unsere Leiste sterben, entschluppen tun, und dort die weiß sind, dass du die nicht mehr durch hast. Aber der Körper, der wird herrlich sein, der wird gut sein, und der wird nicht mehr versehen. Zum Schluss, in Ewigkeit mit dem Herrn zu sein. 1. Thessalonicher 4, Vers 15, durch 17 sagt es dit. Dit sei wie jünt mit Jesus seine eine wird. Dort wie, die dort leben, und blieben bei der Herr, wahre Kampf worden, die nicht verabkommen, die all eingeschluppen sind. Der Herr wird selbst von Himmel raufkommen und Leute sagen, was passieren soll. Der erste Engel wird raupen, und Gott seine Person wird geblost worden, dann worden die im Glauben in Christus Jesus seilig geworden sind, zu ihr abstunden, da wo wir, die wir leben und geblieben sind, zu Glück mit an, ob die Wolken mitgenommen worden, in unseren Herrn begegnen, da wo wir immer bei ihm sind, und dann sagt es, mit dieser wir treusgehend untereinander. Solange als der Herr uns noch das Leben auf dieser Welt geben wird, solange als wir hier noch auf dieser Welt wandern, werden wir für den Herrn Werk zu sein, uns nicht lassen umzuschmieden, stark zu werden, ein Leben zu nehmen, ein reines Leben zu führen, unsere Lampen lassen abfallen, dort wann der Herr, wann der Brigum nur seine Brut kommt, nämlich die Gemeinde, dann werden wir alle genug Öl haben, dass wir nicht können. Es macht der Herr uns nicht fein, wenn wir heute kämpfen uns, dass wir nicht durch sind. So ist heute das im Jahresfunk. Viel von dem Jahres, die werden wir nicht. Wenn es der Herr, der ist aufmerken dort. Ich wieder das Geschrei, das sagt, dass du wieder das Geschrei, und dann putzen sie alle ihre Lampen. Viele von euch hatten nicht genug Öl. Sie gingen, kauften mehr. Sie prachen für diese Vieh, dass sie sollen einen Tag Öl geben.
Ich will dir das sagen. So gut als Steinreich kann sein, so jässlich aus der Lehrerschaft kann sein, wirst du auch die Lehrerschaft für sich selbst allmachen mit haben. Mocht der Herr die segnen, um nur zu denken, mocht wie wirklich kann unsere Lampen abfallen, dort die wird voll sein, wann der Herr wird kommen. Ich mocht nur das Schlusslied met een gebed gaan en ik wil vragen de zinggroep ons voor aanleiden met een lied en dan nu dem wil ik ons sluiten met een gebed. Wir noch abstimmen für das Schlusslied. Dankeschön, dass du uns Gebet hören lässt. Herr, wir danken dir, dass du uns leben lässt. Und wir danken dir, dass du Wahrheit kommst. Und du kommst dein Hohen, dein Rat sein. Und Herr, ich bitte ganz besonders für jeden einen, der hier von dir ist. Du kannst unsere Horten. Du willst dein endlich. Du willst aus unseren Lampen voll sein und dass wir bereit sind, um dir zu begegnen. Und Herr, so hier jemand sein, der sich wird sagen, das hier ist mir noch nicht sicher. Ich will nicht aus meiner Lampe voll ist. Dann bete ich einfach, machst du mit deinen Genor und an sein. Herr, sieh mit deinen Yes und an, trag an, und so uns alle. Wo immer wir einfach zu wissen haben. Und wir wirklich worden in Leute wissen, anzunehmen, jeder ein. Und da wir waren diese Zeit, wo wir waren an Weihnachten denken und Reitmerken für Weihnachten, da wir nicht waren die Botschaft für jeden, die wir haben, die du uns hast gegeben, und die wir haben euch genommen, und die wir auch wiederzubringen haben. So dass die Leute sagen, dass wir möchten ein Opfer sein für dich. Und dass du uns Brücken aus deinen Boote rüberbringen. Er macht jeder einer hier von der auch kann mit dir gehen. Dass dir ansehen wirst. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.
Herr ihn segnen. Schönen Sonntag geben.